Hallo liebe Schüler von der Klasse 9b, ich habe euren Brief bekommen und habe mir gedacht, ich antworte per Video. Ist ein bisschen einfacher für mich und ich glaube, für euch ist es auch ganz schön, weil ihr mich so ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ich habe Abitur gemacht und an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim studiert. Es gibt aber durchaus auch große Opernsänger, die das nicht studiert haben, die zuerst einen anderen Beruf ausgeübt haben und dann irgendwann erkannt haben, sie haben eine schöne Stimme, jemand hat sie gehört und vermittelt und dann haben sie eine Agentur gefunden und so kann das auch irgendwie seinen Weg gehen. Ja, sehr hat der sich verändert. Also wenn ich an meinen allerersten Gesangsunterricht denke, das war was ganz anderes und dann im Studium, da habe ich meine ersten Stunden damit verbracht, irgendwie die Gesangstechnik zu lernen. Und wenn ich natürlich heute zum Unterricht gehe, dann ist das ganz anders aufgeteilt. Natürlich machen wir immer noch Technik und das ist auch wichtig, dass eine Stimme gesund ist. Aber das ist eben nicht mehr jetzt die ganze Stunde, sondern nur noch ein Teil und dann beschäftigen wir uns mit den Partien, die ich studieren muss und die bald auf die Bühne kommen. Ja, also wenn ihr mich vor 15 Jahren gefragt hättet, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass ich Opernsängerin werde. Irgendwie ist es so passiert. Ich habe das immer als Hobby gemacht und als ich dann im Opernstudio an der Bayerischen Staatsoper war, da habe ich dann gedacht, okay, ich glaube so, das ist alles so richtig. Das ist das Richtige für mich. Ja, Musik weckt Emotionen und Erinnerungen und das finde ich ist das Besondere an der Musik. Also ich finde es ganz schön, wenn ich auf der Bühne stehe und bemerke, dass ich das Publikum im Opernhaus berühren kann. Und also das sieht man sehr wohl von der Bühne. Natürlich sehe ich jetzt nicht irgendwie in die letzten Reihen, aber so die vorderen Reihen, das bekommt man schon mit. Und ich glaube, das ist das Schönste, wenn ich weiß, ich treffe die Menschen irgendwie ins Herz. Nein, das darf ich jetzt so natürlich hier nicht ausplaudern. Aber solltet ihr mal irgendwie darüber stolpern, eine Gagenhöhe zu hören, vor allem von jemand Selbstständigem, dann dürft ihr euch nicht wundern. Das hört sich auf den ersten Blick, wollte ich jetzt sagen, so im ersten Moment hört sich das sehr viel an. Aber man muss bedenken, dass selbstständige Sänger auch nicht dauernd vielleicht arbeiten. Also die machen eben diese Zauberflötenproduktion und haben dafür aber dann vielleicht im Januar und Februar frei und müssen sich dann ihr Gehalt eben auch einteilen. Ich muss sehr viel Text lernen. So eine Oper kann durchaus sehr lange sein. Ich habe mir hier mal gerade Le Nozze di Figaro hingelegt. Hochzeit des Figaro von Mozart. Ein sehr dickes Buch. Wenn man da die Hauptpartie singt, hat man viel zu tun. Es sind über 500 Seiten. Also das ist die viele Arbeit. Das muss man erstmal lernen und auswendig lernen und übersetzen. Und dann kommt irgendwann mal die Arbeit, dass man es dann mit der Musik zusammensetzt und dann fängt man erst an zu proben. Also es ist ein langer, ziemlich langer Weg. Und sonst habe ich natürlich Aufgaben, dass ich auch schauspielen muss auf der Bühne. Ich muss ja auch in Rollen reinschlüpfen sozusagen, dass ich vielleicht auch mal tanzen muss auf der Bühne oder sonstige sportliche Aktivitäten habe. Also es kommen auch Sachen wie manchmal ist man mit einem Klettergurt gesichert und klettert an irgendwelchen Sachen hoch und runter. Also man hat viele Herausforderungen auf so einer Bühne und da gibt es auch viele Aufgaben. Nicht nur Text und Musik lernen. Auf die Bühne gehen bedeutet ja auch, dass man da steht und irgendwas machen muss. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt persönlich jemand bin, der eher nicht dazu neigt, zumindest nicht zu katastrophaler Nervosität oder Lampenfieber. Es gehört aber absolut dazu.
Nein. Also ich habe keinen Glücksbringer, den ich immer so mit mir mit rumtrage. Ähm, Dafür habe ich eine andere Marotte. Ich brauche nämlich Ordnung. Also wenn zu Hause Chaos herrscht, dann gehe ich, glaube ich, auch mit einem halben Chaos auf die Bühne. Also wenn Vorstellung ist, ist bei mir aufgeräumt. Ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Also natürlich ist es jetzt schwieriger, eine Essenseinladung anzunehmen oder eben überhaupt einen Kinoabend oder so mit Freunden jetzt auszumachen, weil ich halt einfach öfter mal abends Probe habe oder eben Vorstellung und natürlich haben dann eben alle anderen Freunde, die nicht an der Oper sind, nur Abendszeit, weil die tagsüber ja arbeiten. Das ist ebenfalls typabhängig, was man als Pro und Contra einstuft. Große Pros sind, dass man natürlich irgendwie einen Beruf ausübt, der sehr persönlich ist. Also ich kann meine persönliche Note in meine Musik legen. Ich kann das musikalisch so gestalten, wie ich mir das vorstelle. Das heißt jetzt aber nicht, dass es die nächste Sopranistin genauso machen würde. Das ist eben das Schöne. Es ist unterschiedlich. Je nachdem, was man für einen Sänger auf der Bühne hat, wird es anders sein. Und das ist auch das Spannende an dem Beruf. Da komme ich gleich zum nächsten Pro. Es ist ein sehr internationaler Beruf und man lernt sehr viele Menschen kennen. Man hat dauernd andere Kollegen auf der Bühne stehen, man trifft Regisseure, man trifft Dirigenten, man hat da ein tolles Orchester sitzen und es ist einfach eine spannende Arbeit, die einem sehr viel zurückgibt. Auch viel abverlangt, da wären wir vielleicht bei einem Kontra, nämlich der Disziplin, die man an den Tag legen muss. Ein unausgeschlafener Körper ist einfach nicht fähig, eine Oper durchzuhalten. Für mich überwiegt absolut das Pro, nämlich, dass ich einen Beruf mache, den ich absolut liebe, nämlich auf einer Bühne zu stehen und so einen spannenden Beruf zu haben, in Rollen zu schlüpfen, auch Charaktere zu verkörpern, die man im Leben niemals wäre. Es gibt ja auch schreckliche Figuren auf der Bühne und in der Oper und es ist total spannend, sowas zu spielen. Vor allem eben einfach Typen von Charakteren, die weit, weit weg sind. Und das macht viel Spaß und ich habe Spaß daran, neue Menschen kennenzulernen und mit denen Musik zu machen. Eine gute Vertrauensperson sich auszusuchen, das braucht man in dem Beruf. Es gibt viele, die einem reinreden und am wichtigsten sind Personen, denen man blind vertraut. Also die soll man sich, wenn möglich, ganz früh suchen. Da gibt es schon Ankleiderinnen, Maskenbildner, dann kommt mal der Schuhmacher vorbei. Also sehr kreative Berufe, schöne Berufe. Es gibt die Bühnenbildner, also die das Bühnenbild bauen. Es gibt Bühnentechniker, es gibt Beleuchter, es gibt eine PR-Abteilung und Presse. Dann gibt es natürlich eine Marketingabteilung und jemand muss das Haus ja auch leiten. So Positionen gibt es auch und künstlerische Abteilung. Also unwahrscheinlich viel. Es gibt auch eine Abteilung, die extra dafür da ist, um mit Schulklassen auch zu arbeiten. Also es ist unerschöpflich und also ich bin mir sicher, man kann eigentlich mit so ziemlich jedem Studium auch an der Oper arbeiten. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich angeschrieben habt. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Das war jetzt mein Blick, also ein kleiner Blick jetzt mal in diese Welt. Und also ich hoffe, dass man vielleicht dann auch mal jemanden von euch in der Oper trifft und sieht. Guckt es euch an. Es ist was Wunderschönes, in die Oper zu gehen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich schicke euch eine DVD, meine erste DVD, nämlich Arabella.
Das ist eine Oper von Richard Strauss und das ist eine Aufnahme von den Salzburger Festspielen, Osterfestspielen. Es ist eine spannende und schöne Oper und ich hoffe, es ergibt sich irgendwie die Möglichkeit für euch, dass ihr mal vor den Ferien oder wenn Notenschluss ist und Zeugnisse schon raus sind, dann mal eine Doppelstunde Zeit habt und euch die Oper anschauen könnt. Viel Spaß damit und danke nochmal. Tschüss!